Das ist, als wäre man in Trance. Da wird alles andere ausgeblendet. Man merkt schon, da ist eine Wärme da, da steht jemand. Du schwebst, du hast keinen Kontakt zum Untergrund. Meine Technik beim Bodypainting ist die Airbrush-Technik. Das begeistert mich jedes Mal. Luft sprühen mit Farbe. Eine Gewerbefläche in Schwäbisch Gmünd. Zwischen Fahrzeug- und Elektrohändler, Karosserien und Kabeln werden Körper mit Farbe besprüht. Auf diesem Fleck hat sich Udo Schurr sein Atelier eingerichtet. Die Tür ist nur angesprüht. Das Fenster aber echt und offen. Anfang der 90er Jahre hat Udo mit dem Bodypainting angefangen. Mittlerweile ist er zweifacher Weltmeister in der Kategorie Airbrush, ein Meister seines Fachs. Fürs Bodypainting habe ich in der Regel immer 7 Pistolen. Das ist einfach nur, weil ich es mir gut merken kann. 7 ist eine tolle Zahl. Und ich habe 2 davon. Also die eine, die hat eine ganz, ganz feine Düse drin. Da ist eine 0,15 Düse drin. Da kann ich also ganz, ganz feine Linien machen. Dann habe ich noch mal eine. Da ist eine 0,2er Düse drin. Ja, da kann man dann auch mal eine etwas dickere Farbe nehmen. Das geht dann schon auch. Auch für sehr feine Arbeiten gedacht. Dann eine 04er. Müsste nicht sein, würde gleich auf eine 06er umsteigen, also noch eine größere Düse. Da kann man dann grundieren, also man kann dann viel breiter sprühen und es geht mehr durch die Düse durch, also mehr Farbe durch die Düse. Tausende von Körpern hat Udo bereits besprüht. Für Privatkunden auf Messen, Firmenfeiern oder Weltmeisterschaften. Das nächste Projekt ist ein freies Bodypainting. Wollten wir einen Kalender machen. Machen wir Sternzeichen. Da wollen wir dann mit dem Widder beginnen, um das Ganze auch für mich festzuhalten. Habe ich hier ein Programm. Und zu Beginn wird der Körper ja grundiert. Das gleiche mache ich in dem Programm hier auch. Ich grundiere den erstmal rot. Und hier beim Widder passt es ja ganz gut, dass man hier rot grundiert, weil eben viel Feuer drin ist, Feuerzeichen Widder. Nach der Grundierung sollen Flammen, Lavasteine und ein Widderkopf den Körper des Modells zieren. Das heißt aber nicht, dass das nachher genau so aussieht wie auf der Vorlage hier. Der Nachteil auf so einem iPad ist eher der, dass das alles flach ist. Trotz allem, auch wenn man einen Dummy hat, der sich dreht, aber trotzdem ist es eine flache Fläche. Und das Bodypainting nachher, das läuft halt dann schon ein bisschen anders, weil dann hat man den Körper vor sich, und da hat man die Rundungen vor sich, aber so als grobe Richtung dient das ganz gut. Wenn der Entwurf stimmt, nimmt Udo Kontakt zum Modell auf. Mit der Tänzerin und Türsteherin Jamie Lee arbeitet Udo öfter zusammen. Ein Routineanruf. Okay, vorher nicht eincremen und genügend Flüssigkeit, weiß ich auch. Mhm. Okay, und Snacks und ein bisschen Schokolade oder sowas habe ich da. Für einen Zuckerhaushalt. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, So viel okay. sollte ich aber auch nicht trinken, damit ich ja nicht so Ja, aufs Klo muss. so oft auf die Toilette, ja genau, ja, das kennen wir ja, gell? Ja. Pass auf, und Kimono, bring dein Kimono mit, okay? Mach ich. Alles klar, gut. Ich freue mich. Bis morgen dann. Jo, bis morgen, ciao, ciao. Ciao, ciao.
Mindestens 4 Stunden wird Jamie stillstehen müssen. Eine kräftezehrende Angelegenheit. Zur Vorbereitung jeder Bodypainting-Session gehört auch die Säuberung der Pistolen. Je nach Modell besteht eine Pistole aus mehr als 20 Einzelteilen. Besonders Nadel, Fließbecher und Düse sollten blitzblank sein. Zum Reinigen ist erstens mal Wasser, ne, weil wir ja mit Wasserfarben arbeiten. Besonders halt auch beim Bodypainting braucht man Farben, die für die Haut auch zulässig ist. Meine Bürstchen zum Saubermachen. Die kleine Bürste da, die passt ganz gut in die Düse rein. Zum Farbe durchstoßen und sauber machen. Das meiste mache ich dann mit Wattestäbchen, so hier. Bevor man dann die Airbrush-Pistolen benutzt, sollen sie sauber sein, weil sonst fließt die Farbe nicht. Feine Farblinien erzeugt Udo dank Druckluft. Aus einem Kompressor. Das ist das Baby hier. Und der bringt ungefähr im Durchlauf 3 Bar, etwa 4 Bar. Und das reicht für kleinere Arbeiten wie Bodypainting, Airbrush Bodypaintings, reicht es voll auf. Während der Bemalung mit der Pistole, man drückt auf den Hebel drauf, öffnet das Ventil von der Luft und man kann das dann auch gleichzeitig nach hinten ziehen. Und somit öffnet sich dann vorne die Düse, wenn man den Hebel nach hinten zieht. Und so lässt sich auch die Menge von der Farbe steuern. Also je näher ich rangehe, umso weniger muss ich den Hebel nach hinten ziehen. Und je weiter ich weggehe, umso weiter kann ich auch mit der Düse aufgehen. Hey, hallo! Hallo, hallo! Hey, dein Plätzchen ist schon warm. Ach, sehr schön, sehr schön. Bodypainting ist Teamarbeit und da ist es ganz wichtig, dass das Ganze harmoniert. Künstler mit Model. Dankeschön. Das Vertrauen ist halt auch wichtig, ja. Wenn da keine Harmonie herrscht, dann wird das auch nichts mit der Bemalung, also mit dem Motiv, was man gerne gestalten möchte. So. Okay. So wird es aussehen. Also das gibt alles noch Feuer und hier kommt der Widder drauf. Den Entwurf sieht Jamie zum ersten Mal. Sie lässt sich gerne überraschen. Mir macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Vor allen Dingen halt einfach auch ein Kunstwerk zu sein dann und zeige mich irgendwie auch gerne. Das ist so, ich zeige gerne, was ich habe auch noch und das dann so schön angemalt zu haben oder geairbrushed, das ist richtig nice. Das ist cool. Ja, ich habe dir hier schon mal was vorbereitet, Okay. dass du da stehen kannst vorm Ofen. Ist warm. Ich muss schwitzen und dir wird es vielleicht angenehm sein dann von der Temperatur her. Kannst nachher hochgehen und dann kannst dich dann umziehen. Während Jamie sich umzieht, richtet Udo alles für einen reibungslosen Verlauf her. In der Regel tragen die Modelle Unterwäsche. Es gibt so hautfarbene Strings oder Slips. Wenn es kühler ist, klar, muss die Temperatur dann auch angenehm sein fürs Model. Da guckt man dann schon, dass es dann so um die 20, 22 Grad hat im Raum. Udo hat seinen Entwurf angepasst und sich unten für eine schwarze Grundierung entschieden. Oben Feuer, unten Lavasteine.
Was nach altem Motoröl aussieht, ist in Wahrheit wasserlösliche Farbe. Mit sanften Bewegungen hüllt Udo sein Modell in Schwarz ein. Es ist keine flache Leinwand, sondern es hat Kurven und dabei spielt es keine Rolle, ob es jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Da ist jemand Lebendiges und das ist so eine kleine Herausforderung, ja. Je glatter die Haut, umso besser. Dann ist sie glatt und man kann richtig schön fein malen. Das ist wie Papier auch. In der Regel mache ich es so, dass ich mit einem Kabuki, das ist sowas wie ein Rasierpinsel, nur viel feiner, den Körper mit der dominierenden Farbe grundiere. Und dann kommen die Motive rein, vom Groben ins Feine dann. Es ist angenehm weich. Ja, so eine leichte Massage. Nach 15 Minuten und 80 Millilitern verwendeter Farbe für die Grundierung setzt Udo zum ersten Sprühstoß an. Das nächste ist jetzt die Flammen mit Weiß und macht dann nachher die Lava da unten noch im Schwarz. Und mit Rot machen wir auch noch ein bisschen was. Sprühen wir dann. Fangen wir hier am Bauch an. Airbrush ist luftig, also es ist definitiv erstmal kalt, ziemlich kalt. Und man gewöhnt sich aber daran. Auf dem Körper schaue ich dann immer, dass es in die Anatomie mit reinfließt. Also da, wo die Muskeln sind oder das Becken ist, dann fließt eben auch das Motiv in diese Richtung mit rein. Oftmals mache ich es freihand. Es geht hier um die Kunst, die man macht und das Handwerk, das man dann da auch beherrschen sollte. Um feine Sachen zu machen, da geht man dann wieder näher ran, mit weniger Druck und etwas verdünntere Farbe, damit die Farbe nicht so dick ist. Und kann dann auch ganz filigrane Striche ziehen. Geht entweder näher oder ein bisschen weiter weg und kann somit dann auch verschiedene Effekte erzielen. Das ist wie Fahrradfahren, das muss man lernen, dass man das dann fühlt, wie ist das, wie wenn man so ein Teil in der Hand hat. Seit über 30 Jahren sprüht Udo mit Airbrush-Pistolen. Beigebracht hat er sich das alleine. Der erste Farbwechsel. Mit Rot werden die weißen Flammenlinien nachgezogen. Nur auf Weiß wird das hellere Rot sichtbar. Also bisher ist es sehr faszinierend. Ich bin immer sehr gespannt auf das Endergebnis. Vor allen Dingen auf das Lamm. Auf den Widder, sorry. In Udos Blick gefangen, stillstehend und ruhig atmend, hält Jamie stundenlang die Balance. Jetzt noch, Jamie. 2 Stunden sind bereits vergangen. Jetzt mache ich mit der feineren Düse mache ich jetzt, dass das ein bisschen mehr Kontrast bekommt. Unterschiede zwischen hellen und dunklen Partien erzielt Udo hier mit einer 0,4 mm Düse und weniger als 2 Bar.
Ob es mit dem Motiv oder der Raumtemperatur zusammenhängt, ist unklar. Aber Udo erreicht Grenzen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, ich muss schwitzen und dir geht's gut, oder? Ja, gut. Ich bin nur müde jetzt. Das Bemalen von Körpern, ein richtiger Kraftakt. Udo zieht Linien wie aufgeplatzter Asphalt auf Straßen. Die Lava, die da so hier runterfließt, die hat ja helle und dunkle Stellen. Damit es etwas sichtbar wird, bin ich hier auf einer Stelle länger drauf, damit es besser deckt. Die Farben trocknen innerhalb von wenigen Minuten. Das Schwarze der Grundierung ist matter geworden. Udo sprüht nochmal die Konturen der Lavasteine nach. Standhaftigkeit und Geduld sind wichtige Eigenschaften eines Modells beim Bodypainting. Jetzt ist halt gerade so der Zustand, weil man jetzt schon ein bisschen länger halt dasteht. Klar, die Müdigkeit kommt, aber sonst ist es eigentlich ganz gut. So kann ich klagen. Und ich schwitze mal diesmal nicht so. Würde Jamie viel schwitzen, könnten die Farben verschwimmen. Dann müsste Udo nachsprühen. Gerade kann er sich darauf konzentrieren, die Flammen mit leuchtender Farbe lodern zu lassen. Dabei muss er darauf achten, nicht zu oft und zu lange auf einer Stelle zu sprühen. Ansonsten würden die Farben anfangen, brüchig zu werden. Für den noch freien Brustbereich soll was Besonderes her. Die Steilvorlage seines Druckers muss Udo nur noch verwandeln. Ich habe den wieder auf etwas kräftigeren, dickeren Papier. Vom Motiv her kann man mit A4 Breite oder Höhe auf dem Brustbereich zum Beispiel kann man da was gestalten, zum Beispiel Schriftzug oder so, dass es gut passt. Das ist meistens so. Vor allem für die Positionierung des Motivs am Körper ist die Schablone hilfreich. Ich habe mir die KI ein bisschen zur Hilfe genommen und habe gesagt zur KI, so, mach mir mal wieder. Und schwuppdiwupp war er da. Um das Motiv mit der Schablone gut anbringen zu können, sprüht Udo eine weiße Fläche frei. So, also Jamie, du musst jetzt, wenn ich das hier... Nein, gar nichts machen. Einfach nur stillstehen und wenn ich mit der Schablone weggehe, weiterhin stillstehen. Ja? Okay. Weil, wenn ich die Schablone drauf mache und dann die andere drauf mache, dann bewegst du die einmal, dann ist nichts mehr gleich. Passt immer zusammen. Okay, ich beeile mich. Ja. So wird das nichts mit Nee, so bewegen. wird das nichts mit. Ne, so. Wenn es zum Beispiel ein Gesicht ist oder irgendwie was anderes, wo man auf Proportionen aufpassen muss, dann ist es dann vorteilhaft. Wenn man dann eine fertige Schablone hat und da kurz außen rumsprüht, dann ist alles drauf. Umrisse wären da.
Das ist jetzt für mich eine Orientierung. Das wird nicht immer so, wie es auf der Vorlage ist, aber es hat immer so eine Ähnlichkeit. So, jetzt kannst du dich wieder bewegen, atmen, schnaufen. Okay. So große Brüste habe ich nicht. Nee, das ist halt der Dummy, der ist halt so die Vorlage. Es gibt noch keine Jamie-Vorlage. Mit Schwung und der richtigen Distanz bekommt der Widder seinen Charakter. Udo ist in seinen Bewegungen frei, nur der Kompressor hält ihn an der Leine. Da kommt nachher noch ein bisschen hellere Farbe drüber und dann wieder ein bisschen Rot mit rein, damit sich das dann Feuer anpasst. Boah, muss ich schwitzen. Das ist eine Katastrophe. Fotograf Michael Groll bringt sich in Stellung. Er soll die Fotos für das Kalenderprojekt schießen. Im Obergeschoss von Udos Atelier baut er sein temporäres Fotostudio auf. Vor dem schwarzen Hintergrund soll Jamie nachher posieren. Wenn wir fertig sind, nutze ich gerne diese Fotos, die gemacht werden, lade die auf allen Kanälen hoch, bewundere seine Arbeit und wie es an mir aussieht. Beim Widder ist es ja sehr vorteilhaft, den darzustellen, weil ja die Hörner da noch mit reinfließen und meine Freundin Nicola, die kann ganz toll Kopfschmuck gestalten und macht dann auch die Hörner dazu. Das wertet natürlich so ein Bodypainting sehr, sehr auf. Geht so? Mhm. Gut. Dankeschön. Die Hörner hat Nicola Höppener mit Modelliermasse geformt, an einem Haarreif befestigt und mit Ästen, Gräsern, Federn, Bändern, Perlen und Bucheckern ausgeschmückt. Kopfschmuck und Gesicht sollen eine Einheit bilden. Von der Stirn über die Nase bis zum Kinn sprüht Udo mit Weiß, um später mit Farbe den gewünschten Ausdruck zu erzielen. Das Schwierigste hat sich Udo für den Schluss aufbewahrt. Eine Abkühlung zwischendrin ist jetzt unausweichlich. Im Gesicht, da hat es so viele Tiefen und Höhen drin, die man dann mit einfließen lässt. Auch anatomisch dann, wenn man jetzt da zum Beispiel so eine Verfälschung macht mit so einem Widder, die Schnauze, dass das passt und so weiter, das ist schon eine kleine Herausforderung, aber es ist etwas schwieriger, als wie einfach nur auf dem Rücken irgendwas zu malen, ja.
Die Luft aus der Pistole ist Kühlung und Vorsichtsmaßnahme zugleich. Da probiere ich, wie der Luftstrahl ist, wie der für mich ist und wie das nachher für mein Modell sein kann, weil es kann sein, dass das auch zu viel ist und ich merke das an den Fingern nicht. Und bevor sie erschrickt, mache ich das mal kurz an mir und weiß, wie das ist. Das ist schön. Also beispielsweise an den Augen, da kitzelt es sehr extrem, finde ich. Gerade vor allen Dingen hier so drin. Und sonst neigt man auch gerne dazu, wenn das Gerät irgendwie an der Nase ist, dann einfach kurz mal wirklich die Luft anzuhalten. Extrem. Ja, das darfst du jetzt gleich. Darf ich Gehe ich gleich in die Nase mit. Okay, dann Luft anhalten. Luft anhalten und langsam ausatmen. Und wenn du nicht mehr kannst, dann gibst du mir ein Zeichen. Okay. Okay. Okay, die Nase hätten wir. Oben jetzt noch hier. Guck mal. Hier. So. Okay. Bodypainting ist fertig, wenn wir müde sind. Wenn man meint, dass, ja, also man kann, das ist wie bei einer Leinwand auch, wenn man ein Bild malt, das ist eigentlich nie fertig. Nach 4 Stunden sind die meisten Körperstellen des Modells mit Farbe bedeckt. Schicht für Schicht, Strich für Strich sprüht Udo weiter, bis zur finalen Verwandlung von Jamie. Der Widder in seinem Element. Das erste Sternzeichen für den neuen Kalender. Den finalen Touch setzt Nicola. Behutsam mit Blattgoldflocken. Ich orientiere mich daran an Udo seinen Linien. Das ist nochmal so ein Mehrwert, so ein Eyecatcher. Einfach, das wertet das Ganze auf. Weil das ist so ein tolles Kunstwerk und das vollendet es, würde ich jetzt sagen. Es bringt es halt nochmal zur Geltung und es hat eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere Wirkung dann auf den Betrachter und auf das Model, glaube ich, auch. Das sieht krass aus. Bodypainting ist eine Eintagsfliege. Ohne Foto oder Film hat man gar keine Chance mehr, das dann nachher wieder zu sehen, weil das wird dann einfach wieder runtergewaschen, dann ist es weg. Und mit dem Fotografen, der dann das festhält mit seiner Kamera, dann hat man nachher noch ein Bild mit seinem eigenen Lieblingsmotiv. Ja, damit es bleibt. Im Blitzlichtgewitter die Zeit anhalten. Damit Jamie in ihrer tierischen Farbenpracht Kalenderbetrachter zu staunenden Wesen macht. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.